Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr mir auch auf diesen hohen, schönen Aussichtspunkt oberhalb der Flöha gefolgt seid. Wo genau ihr diesen Platz finden könnt, das verrate ich euch gleich. Bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und dann beim Ausprobieren. Für unsere heutige Wanderung solltet ihr am besten mit der Erzgebirgsbahn anreisen. Und zwar bis zum Haltepunkt Lengefeld-Rauenstein. Die Parkmöglichkeiten sind nämlich hier ein wenig knapp. Vom Haltepunkt laufen wir zunächst ein kleines Stück Straße in Richtung Lengefeld und können von hier das schöne romantische Schloss Rauenstein bewundern. Queren unsere Flöha, gehen noch wenige Meter aufwärts, ehe wir, nicht ohne vorher die lustigen Osterhasen zu grüßen, links einbiegen. Hier folgen wir der uns von früheren Wanderungen bereits bekannten roten Ausschilderung Flöha-Talweg bzw. Jüdenstein. Man könnte natürlich auch die gelbe Version wählen, doch dazu folgt in einem späteren Film mehr. So gehen wir ganz entspannt den zunächst asphaltierten Zufahrtsweg in Sichtweise unserer Flöha. Am Tag meiner Wanderung war der Weg leider nicht in so einem tollen Zustand. Ihr seht das Dilemma ja selber. Der Borkenkäfer, welcher bereits im Harz so viel Schaden angerichtet hat, ist inzwischen auch bei uns angekommen. Warten wir also ab, was vom Wald noch zu retten ist und wie er sich hier in unserem Erzgebirge entwickeln wird. Die Ausschilderung ist gut. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen möchte, der findet wie immer in der Beschreibung zum Video die Links zu Outdoor Active und Komoot. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Schließlich erreichen wir die erste Kreuzung und ihr seht, wer sich zu Beginn für die gelbe Wegführung entscheidet, der trifft hier wieder auf den Flöha-Talweg. Der positive Aspekt der negativen Abholzung: selbst von hier können wir die Krone unseres Erzgebirges, die Augustusburg, sehen. Dennoch solltet ihr auch auf die linke Seite aufpassen. Dort führt ein kleiner Pfad zum angekündigten Jüdenstein. Der Blick von hier oben ist wirklich ein schöner. Aber ihr wollt wissen, woher der Name kommt? Die Sage berichtet, als im heute so romantischen Schloss Rauenstein noch die alten Raubritter hausten, sollen diese einen Juden bis hierher verfolgt haben. Dieser sah seine einzige Chance auf Rettung in einem kühnen Sprung hinunter in die Flöha und er soll tatsächlich glücklich und gesund entkommen sein. Auch wenn der Weg bei meiner Wanderung noch arg ramponiert war, springen wir nicht nach unten, sondern laufen weiter und so kommen wir schließlich an der Schranke bei der Flöha-Talbahn zurück in die Zivilisation. Diese Schranke hat ein sogenanntes Drängelgitter und ihr könnt als Fußgänger auch im geschlossenen Zustand daran vorbeigehen. Theoretisch kann man von hier auch nach Lengefeld hochgehen. Wir bleiben aber noch auf dem Flöha-Talweg, sozusagen immer am Zaun entlang, beziehungsweise über den Parkplatz von Netto. So erreichen wir die B101, die Freiberger Straße. Aber keine Sorge, wir nutzen nur die Brücke mit Fußweg, um die Flöha zu überqueren. Auf der anderen Flussseite erreichen wir Görsdorf. Wir bleiben hier aber nicht, sondern biegen sofort wieder links ab in Richtung Seidenbachtalsperre. Diese kennt ihr ja bereits von unserem kurzen herbstlichen Ausflug am frühen Morgen. Nur wenige Meter und wir erreichen die ersten Häuser. Tja, und die Kohlhaumühle selbst, diese hat wirklich schon wesentlich bessere Tage erlebt. Gehen wir also schnell hindurch und unser Weg befindet sich zwischen Mühlgraben und der Flöha. Lasst euch, wenn ihr das Tor von Weitem seht, nicht abschrecken. Als Fußgänger könnt ihr es ohne Probleme passieren.
Mit Superlativen ist es ja immer so eine Sache. Für meinen Geschmack erwartet uns jetzt jedoch einer der schönsten Abschnitte im Flöhatal. Hinter der Eisenbahnbrücke verlassen wir die Zufahrtsstraße, welche zum Wasserkraftwerk Görsdorf führt, und dürfen uns per Treppe an unserem Aufstieg üben. Oben angekommen gehen wir ein kleines Stück parallel zur Flöhatalbahn, ehe wir die Gleise am nächsten Bahnübergang als Fußgänger überqueren können. Achtet aber bitte auch hier auf den Zugverkehr. Lokführer finden es meist nicht besonders amüsant, wenn jemand als Galionsfigur vorn an der Frontscheibe klebt, also Augen auf. Einziger Pferdefuß der Tour, wenn es denn einer ist. In der Woche kann man die Geräuschkulisse vom Steinbruch in Görsdorf hören. Dieser soll auch noch bis 2062 weiter betrieben werden. Am Wochenende ist allerdings schöne Ruhe hier. Und vielleicht war auch bei euch der Osterhase hier unterwegs? Schreibt's doch unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr auch Glück habt. Nach einigen Auf und Ab erreichen wir die ersten Anzeichen der Zivilisation. Finden einen schönen Punkt zum Fotografieren für alle, die auf Eisenbahn stehen. Und erreichen wieder einen befestigten Fahrweg. Weit müssen wir nicht gehen. Und wir könnten einen weiteren Bogen hoch zur Seitenbachtalsperre bzw. die Staumauer machen. Wir wollen aber unten in unserem Flöhatal bleiben. Schließlich kommt zum ersten Mal wieder unser Schloss Rauenstein in Sichtweite und wir haben noch einen knappen Kilometer vor uns. Schreibt doch bitte in die Kommentare, welchen Abschnitt ihr im Flöhatal für den schönsten haltet. Diesen hier oder bevorzugt ihr einen anderen Abschnitt? Ich bin gespannt und neugierig. Und so schnell geht ein Kilometer vorüber. Wir erreichen die ersten Häuser vom Ortsteil Rauenstein sowie den Haltepunkt und sind am Ziel. Danke, dass ihr mich begleitet habt. Ich hoffe, ihr hattet erneut euren Spaß. Und in diesem Sinne, liebe Grüße, bis bald.